Ein herzliches Willkommen zum 191. City Update auf meinem Kanal und ein herzliches Dankeschön vorab an alle neuen Abonnenten. Heute machen wir uns hier an diese Stelle hier unten dran, und zwar möchte ich hier die Straße einsetzen. Das heißt, ich muss viele Platten schneiden, hier den Graben irgendwie herziehen, einführen, wie auch immer, und eventuell auch hier die Bushaltestelle machen. Aber das weiß ich noch nicht. Wir fangen hier ganz locker erstmal an mit der Straße. Das heißt, als erstes hier den Untergrund machen mit einer weiteren Baseplate. Ich glaube, diese ist von dem alten weißen Krankenhaus aus den 80ern. Und ich war auch schon im Keller und habe hier die passenden Straßenstücke so beschnitten, dass alles hier wunderbar passt. Ja, also dementsprechend bis jetzt zumindest. Jetzt heißt es das Ganze natürlich auch vorher ein bisschen höher bocken, und das machen wir jetzt. Als erstes füge ich hier ein weiteres Kabel von Lightsex ein, denn auf der Stichstraße möchte ich auch noch eine Laterne stehen haben. Ja, jetzt weiß man, wofür das Ganze mit dem Hochbocken hier gut ist, um Technik und Kabel drunter zu verstecken. Und 2 Brickhöhe, finde ich, ist immer so eine tolle Sache, da kann man sehr viel machen. Ja, den Untergrund mache ich hier mit ganz vielen Dächern, wie ihr seht. Ihr wisst, davon habe ich meistens genug da. An dieser Stelle möchte ich gerne hier unten grüne Steine verwenden, weil bei mir hier ja Plattenende ist und es soll überall einheitlich aussehen. Deshalb erst hier diese grüne Kante. Eine kleine Rundung des Grabens soll an dieser Stelle entstehen, und das Ganze mache ich in erster Linie erstmal jetzt mit 2x2 Steinen in grün und versuche hier so eine kleine Kurve, so einen kleinen Bogen hinzubekommen. Die weitere Fläche wird hier außen dann erstmal mit Plates auf jeden Fall wieder zugemacht. Es sieht doch wirklich immer recht witzig aus, wenn man die Straßen wieder wegnimmt und sieht dieses ganze bunte Zeug darunter. Aber es ist ja Folgendes: Wenn das alles schön verbaut ist, wir werden nichts mehr davon sehen. Absolut gar nichts. Weder von den geschnittenen Platten noch sonst was. Und das ist ja auf jeden Fall das Ziel. Ich denke, das sieht bis hierhin richtig klasse aus. Ich muss die Platten immer hin und wieder ein bisschen wegnehmen, um zu gucken, wie weit komme ich denn und wo muss ich noch ein Plättchen oder was hinsetzen. Aber es gehört halt einfach dazu. Und letztendlich irgendwie macht das richtig Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich werde ich das Ganze auch auf dieser Seite fertig machen, ist doch ganz klar. Auch die Sache hinten am Andreaskreuz werde ich jetzt so verbauen, dass alles verschwindet, die Wickel der Schranken und so weiter und so fort. Nur die Weiche, das wird ein extra Projekt werden, da gehe ich jetzt auf keinen Fall dran, aber die Straße ist hier erstmal zu und das war mein Ziel. Jetzt werde ich das Ganze mit normalen Plates und Wedge Plates in grün hier fest einspannen. Das heißt, die Straßen sind jetzt so fest, dass man sie nicht mehr rausnehmen kann. Ist auch jetzt ja nicht mehr erforderlich, da ja der Untergrund und die Kabel soweit alle stehen. Ja, und wie ihr seht, jetzt noch der Bürgersteig. Für den Bürgersteig an dieser Stelle hier habe ich mir ein Teil gebaut, was ich hier einfach einlegen werde. Der Rest wird natürlich ordentlich weiter gefliest. Ja, ist wieder viel zu tun, aber ihr seht es ja selbst. Und ich muss mich, glaube ich, auch so langsam hier an die Bushaltestelle dran machen. Zumindest schon mal die Markierung setzen und dementsprechend kein Grau, sondern Gelb. Ja, muss man auch dran denken. Jetzt schon mal genau überlegen, wo ich Noppen setze und wo keine, damit hier die Bank und der Mülleimer und so weiter alles Platz hat. Die Bushaltestelle habe ich schon mal im Hintergrund gebaut und ja, sieht doch nicht schlecht aus. Schauen wir uns das Ganze doch einmal ein bisschen näher an. Also ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, so die kleinen Accessoires habe ich noch nicht drin. Ich wollte auch noch ein paar Verkehrsschilder und so weiter machen. Ist noch einiges zu tun, aber ich denke, bis hierhin haben wir heute schon richtig viel geschafft. Schaut mal hier, die Ritzen, die jetzt noch übrig sind, das ist mir völlig wurscht. Das lassen wir so wie auf der anderen Seite auch. Irgendwo gibt es ja immer mal ein paar Schäden oder so. Von daher ist das absolut in Ordnung. Auf jeden Fall haben wir bis hierhin schon richtig viel geschafft, wenn man den ganzen Untergrund und so weiter überlegt. Mir gefällt das bis jetzt richtig, richtig gut. Schreibt's mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es geht weiter mit dem Untergrund im Graben hier. Ja, ihr wisst, da ist immer viel zu tun. Ich mache das Ganze immer mit 1x1 Plates. In diesem Fall mit den dunkelgrauen, den dunkelgrünen, den normalgrünen und braunen Teilen. Ja, und ich denke, dass das hinterher eine schöne Mischung gibt, dass das Wasser dementsprechend spiegelt. Und nun geht es weiter mit der Wasseroberfläche des Grabens, hier mit 1x2 Tiles und 1x1 Plates. Ist keine große Sache, relativ schnell, aber sieht richtig cool aus mit dem Schwung.
Jetzt setze ich als erstes wieder die Baumwurzeln, denn die Bäume, die hier entlang des Grabens gehen, werden ab jetzt so in einer leichten Kurve verlaufen. Ich denke mal, das gibt dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen, ja, echten Touch, sag ich mal. Ja, und es geht weiter mit der Grabenbegrünung. Und da ist richtig viel zu tun. Ich benutze so ein bisschen Schilfgedöns und all sowas. Es ist, ja, viel zu klicken. Hier hinten wieder ein paar Limp-Elements drauf, anschließend wieder Grün dazu. Ja, also das ist schon recht zeitaufwendig und ganz schön kleinteilig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt mal wieder aus einer anderen Perspektive, damit ihr es genau seht. Ich glaube, ich bin nah genug dran, das reicht definitiv. Ja, es ist richtig viel zu tun, aber ich glaube, guckt euch das an. Das Endergebnis wird richtig klasse werden, glaube ich. Ich bin noch nicht ganz fertig. Es ist noch ein bisschen was zu tun. Ich muss ja nochmal um die Bushaltestelle rum und den äußeren Rand dort an der Straße auch machen. Und dann kommt ja auch noch ein bisschen Leben rein und Verkehrsschilder. Also bleibt da auf jeden Fall noch dran. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und ihr seht schon, es reißt hier nicht ab. Teilweise tausche ich die Sachen wieder und setze wieder andere Sachen drauf, weil es mir nicht gefallen hat. Hier wieder weg, da wieder dran. Also es gibt schon hinterher ein richtiges, gutes Bild, denke ich mal. Also es gibt auch einen wahnsinnig guten Baufortschritt heute, weil ich glaube, so viel habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Aber ich wollte diese Ecke wirklich bis zur Straße endlich fertig haben, damit wir demnächst dann an die Weiche und so weiter dran gehen können. Ja, schaut selbst, was meint ihr? Ein paar Bäumchen noch, fertig. Kommen wir jetzt hier zur Ausgestaltung. Ich habe 2 Schilder gemacht für den Zebrastreifen, einmal links und das andere rechts. Des Weiteren geht es hier weiter zu den Lampen oder beziehungsweise Laternen, die ich hier einfüge. Ich habe auch schon die Beleuchtung an, jawohl, die sitzt, die auch und jetzt die letzte, aha. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Klappt auch alles wunderbar. Hier hinten sollte ja das Stoppschild hin, das werde ich jetzt einfügen. Dann habe ich hier an der Bushaltestelle noch einmal den Papierkorb und diese 2 Pömpel hier, die ich als Sicherheitsabsperrung da noch hinsetze, weil ich will das ja auf beiden Seiten auch gleich bauen. Und ja, der Briefkasten, den ich noch eingefügt hatte, auch mit Befüllung und eine weitere Minifigur. Ja, das war mein Ziel für heute. Ich glaube, das ist klasse. Eine weitere Minifigur, in dem Fall hier mal einen Polizisten und hier ein weiteres Fahrzeug habe ich hier auch eingefügt für das ganze Gesamtbild. Ich glaube, heute haben wir richtig viel geschafft und ja, sieht richtig klasse aus. Kommen wir zum heutigen Vorher-Nachher-Bild. So sah die Geschichte vor dem Video aus und zack, so sah sie hinterher aus. Also ich glaube, das kann sich heute absolut sehen lassen. Was meint ihr? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich finde es echt schon klasse und es war wirklich definitiv genug. Ja, und weil das Video absolut schon lang genug ist, blende ich noch eine Zugfahrt aus dem letzten Video ein. Ja, meine Frage heute natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne und aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und ich glaube, die Sache ist klar. Wir müssen uns an die Weiche dran machen. Die muss fest eingebaut werden. Also, bis dahin. Tschüss.